Heute starte ich meine Bikepacking-Tour direkt in der Heimat von der Haustür raus. Mit dem Fahrrad geht es in 5 Tagen einmal von Nord nach Süd durch das nächstgelegene Mittelgebirge, den Schwarzwald. Ich bin echt begeistert von der Landschaft. Obwohl mich der Schwarzwald schon lange für eine Bikepacking-Tour reizt, hat es mich bisher immer in die Ferne gezogen. So frage ich mich, ob ich ein richtiges Bikepacking-Abenteuer überhaupt direkt vor meiner Haustür erleben kann. Ich habe keine Ahnung, wo ich heute Abend landen werde. Außerdem wollte ich schon lange mal die Trekkingcamps im Schwarzwald ausprobieren. Dort kann man ganz offiziell mitten in der Natur zelten. Ich habe für die nächste Nacht eigentlich nochmal ein Trekkingcamp gebucht, aber da werde ich mir gut überlegen, ob ich mir die Erfahrung nochmal gebe. Ich bin mehr als gespannt, was der Schwarzwald zu bieten hat. Los geht's! Ich habe gerade wunderschöne Heimatort Kirchberg verlassen. Rolle jetzt hier auf dem wunderschönen neuen Radweg der Mur entlang. Es geht dann bis nach Marbach und dann am Neckar weiter durch Ludwigsburg und dann so nördlich um Stuttgart rum bis in den Schwarzwald. Ist richtig schön hier, ich genieße das. Vor ein paar Wochen noch alles ganz braun gewesen, nicht bewachsen. Jetzt im Mai wunderschöne Farben, alles schön hochgewachsen. Das gefällt mir. Eigentlich wollte ich mit meinem treuen Bike-Trip-Begleiter Marco durchs Erzgebirge und dann weiter zur Ostsee radeln. Aber der kann jetzt krankheitsbedingt leider nicht mit. Und dann habe ich mich spontan entschieden, hier durch den Schwarzwald zu radeln. Ich habe die Route erst gestern Nacht geplant. Das ist eigentlich gar nicht mein Ding. Ich plane das eigentlich sehr gern und detailliert, aber jetzt bin ich umso mehr gespannt, wo ich da in den nächsten Tagen durchradel. Ich hatte mich eigentlich schon richtig gefreut, mit Marco wieder auf Tour zu gehen. Jetzt muss ich halt ein bisschen mehr mit mir selber schwätzen. Ich dachte ja irgendwie, die 75 Kilometer heute wären relativ entspannt, aber ich krieg mal wieder zu spüren, dass ich fitnesstechnisch doch erst irgendwie frisch aus dem Winterschlaf komme. Mal schauen, wie es die nächsten Tage wird. Kleine Hügel hier, die schlauchen mich ganz schön. Aber ich glaube, der Schwarzwald ist nochmal ein anderes Kaliber. Es ist mal wieder Zeit für Schoko-Banane-Rap. Ich habe eigentlich gedacht, ich schaff's heute ohne Schoko-Banane-Rap, aber ich bin so fertig. Das schlaucht mich echt die Hügel hier. Ich bin ja nicht mal im Schwarzwald und schon mal Eimer. Naja, aber schön ist hier die Landschaft. Die ersten Kilometer hatte ich mir irgendwie etwas entspannter vorgestellt. Umso mehr freue ich mich, dass ich die erste Nacht der Tour bei meinem Kumpel Matze verbringen kann. Und nicht nur das, bereits in Bad Liebenzell treffe ich Matze und er bietet mir an, mein Gepäck in seinem Auto mitzunehmen. Ein Angebot, das ich natürlich nicht ausschlagen kann. Ich habe es bis nach Bad Liebenzell geschafft. Jetzt muss ich aber noch bis nach Siedichführ. Nur noch 10 Kilometer, aber 300-400 Höhenmeter. Der Matze, den habe ich gerade schon getroffen, der hat gemeint, es könnte etwas steil werden. Er schiebt da meistens auch ein bisschen. Schieben muss ich zum Glück nicht. Dafür geht es im Schneckentempo den Berg hoch. Das Schöne am Langsamfahren ist, man kann viel besser die Natur genießen. Jetzt bin ich auf jeden Fall richtig im Schwarzwald angekommen. Bisher geht die Steigung ganz gut. Der Untergrund ist auch okay. Aber es ist noch ein langer Weg nach oben. Jetzt habe ich den Buckel geschafft, aber irgendwie bin ich hier in so einem Acker gelandet. Schlechte Wegwahl, aber gleich bin ich am Ziel. Geschafft. Deutlich anstrengender als gedacht der erste Tag, aber jetzt bin ich hier im Schwarzwald, genieße den Abend mit Matze und seiner Frau und ich melde mich morgen wieder, mal als Feierabend. Guten Morgen zusammen, nach ausgiebigem Frühstück, ist schon 10:30, geht es jetzt weiter. Vielen Dank nochmal Matze an dich und deine Frau, tolle Versorgung, schön, wenn man da auf Tour so einen Luxus genießen darf. Ja, für mich geht es jetzt Richtung Schwarzwald Hochradweg, Mitte heißt das Ding, glaube ich. Bin mal gespannt, was mich erwartet. Der Matze hat es vorhin gesagt, nach 2 Minuten, sobald ich im Wald bin, werde ich wissen, warum ich mir das eigentlich alles antue. So schön hier, wunderbarer Schotterweg durch den Wald und es geht auch schön flach bis jetzt. Es ist so schön hier, die ganzen Blumen
War noch vorhin ein paar Rehe gesehen. Kaum Menschen unterwegs. Echt perfekt. Ich bin jetzt kurz vor Freudenstadt. 50 Kilometer heute schon geschafft. Ich würde sagen, wird Zeit, sich ums leibliche Wohl zu kümmern. Die Pause kommt gerade richtig, denn so langsam hatte ich genug Bäume gesehen und auch die Höhenmeter nehmen zu. So richtig begeistern tut mich der Radweg jetzt irgendwie tatsächlich nicht. Ich genieße die Ruhe, Einsamkeit hier in dem Wald, der ist auch schön. Aber ich bin jetzt schon 85 Kilometer gefahren und habe eigentlich nur Wald und ein bisschen Wald gesehen. 3 Blumenwiesen, glaube ich, dazwischen mal und eine halbe Aussicht. Aber sonst nichts, kein Bach, Fluss, kein See, eine offene Hügellandschaft. Fehlt mir einfach ein bisschen die Abwechslung für das, dass man sich hier so die Höhenmeter abschrubbt. Ich hoffe, es wird morgen ein bisschen besser. Ein letztes Mal sammle ich meine Kräfte und kämpfe mich einen weiteren steilen Anstieg hoch. Nach einer kurzen Verschnaufpause mit traumhaftem Ausblick geht es endlich auf einer herrlichen Abfahrt hinunter ins Kinzigtal. Doch die nächste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten. Schon kurz nach 8:30. Ich rolle immer noch. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, Unterkunft für heute Nacht zu finden. Es gibt überall im Schwarzwald echt viele tolle Hütten, aber hier in der Gegend, ich habe schon so lange keine mehr gesehen. Immer wieder 3 verschiedene Apps habe ich genutzt, nichts gefunden. Aber jetzt habe ich auf einer lokalen Wanderkarte hier am Ortseingang eine gefunden. Das sind noch so 4-5 Kilometer. Ich hoffe, dass das was wird und ich meine Spaghettis dort kochen kann. Guten Morgen zusammen. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt am Anfang, vermutlich als die erste Nachtzeit lang mal wieder war und weil ein bisschen Musik im Dorf war. Aber ab Mitternacht war es dann ruhig und dann ging's. Ja, ich habe jetzt hier die schöne Aussicht genossen zum Frühstück. Gucke jetzt noch, dass ich Wasser finde zum Trinken. Ich habe nämlich gar nichts mehr. Und dann muss ich irgendwie schauen, dass ich so einen riesen Buckel hochkomme. Ich glaube, das sind fast 800 Höhenmeter am Stück. Da unten komme ich her. Ist richtig schön, aber auch verdammt steil. Ich muss jetzt gerade schieben, es geht einfach nicht mehr anders. So, der erste Teil vom Anstieg wäre geschafft. Es war nicht mehr normal, es war so steil. Oben standen sogar ein paar junge Leute, haben Pause gemacht. Die haben sogar applaudiert. Also krass. Aber es geht weiter berghoch. Jetzt kommt zumindest mal ein kurzes Zwischenstück, das relativ eben ist. Der Tag heute ist echt super anstrengend. Aber im Vergleich zu gestern lohnt es sich, weil man einfach mal tolle Aussichten hat, Abwechslung hat. Man sieht in Täler rein, sieht man einen Bach, schöne Wiesen, mal wieder ein Wald. Das gefällt mir echt gut und da lohnt es sich auch, die Höhenmeter zu machen. Ja, und nichtsdestotrotz habe ich in den ersten 2 Stunden ungefähr nur 15 Kilometer geschafft. Ich glaube, das spricht für sich. Und ich muss noch über 80 fahren. Weil ich habe heute Abend so ein Trekkingcamp vom Schwarzwaldverein reserviert. Das heißt, heute Abend wird gezeltet und ich wollte die Trekkingcamps schon länger mal probieren, wie die so sind. Wir mal angucken. Mal schauen, bin gespannt.
Der Brunnen hier, der kam wie gerufen. Gerade zur Mittagszeit, wollte Pause machen. Jetzt noch zur Verdauung. Kleinen Mirabellenschnaps. Das tut gut, das braucht man auch mal nach den Höhenmeter. Es nimmt einfach kein Ende. Ein Buckel nach dem anderen. Es ist 13 Uhr gleich. Ich habe fast 30 Kilometer geschafft. Ich habe keine Ahnung, wo ich heute Abend landen werde. Es ist so heftig. Es rollt auch mal. Ganz entspannt, 30 km/h an der Ebene, endlich mal eine Abfahrt. Ich habe gerade Spezialabkürzung genommen. Mein Navi meinte rechts einen Berg hoch. Radwegschild war aber eindeutig geradeaus, weiter die Talabfahrt. Auf der Karte mal grob geguckt habe, jawohl, geradeaus sieht nach einer guten Abkürzung aus. Und die eigentliche Straße, die ich dann nehmen wollte, die war so viel voll mit Verkehr, da heizen sie wie gestört, die Serpentin hoch, die wollte ich nicht nehmen. Jetzt muss ich hier so einen blöden Berg hoch über die Wiese. Ich glaube, das sind noch mehr Höhenmeter und noch mehr Kilometer wie der eigentliche Weg. Oh Mann. Ich sollte mir echt mal angewöhnen, ein bisschen mehr meinem Navi zu vertrauen. Die Route habe ich ja auch selber geplant. Oder wenn ich eine Alternative in Betracht ziehe, die vielleicht vorher sorgfältig in der Karte mal studieren. Aber jetzt bin ich wieder auf dem Schwarzwaldradweg und weiter geht's. Hinter mir sieht es ein bisschen nach Regen aus. Ich hoffe, das bleibt auch hinter mir. Eigentlich wollte ich mich gerade da hinten auf die Bank setzen, ein bisschen was festsparen. Aber das Gewitter hat mich ein bisschen überrascht. Ist nicht arg. Ich bin froh, dass ich hier so eine Hütte gefunden habe, wo ich Unterschlupf finde und esse jetzt hier meine Nutella-Brote. Das Gewitter hat sich jetzt doch ganz schön gezogen. Ich saß fast 1,5 Stunden in der Hütte. Bin sehr dankbar, dass ich die Hütte direkt vor der Nase hatte. Aber jetzt heißt es ein bisschen Gas geben. Ich habe die Route noch ein bisschen optimiert, effizienter gestaltet. Geht jetzt Richtung Titisee, dann zum Schluchsee. Aber es sind noch fast 45 Kilometer bis zum Trekkingcamp. Mal schauen, ob ich es noch bei Tageslicht schaffe. Da kommt Freude auf, wenn man es eh schon eilig hat und die Zeit knapp wird. Noch so ein Verbotsschild. Ich weiß nicht, ob der Radweg frei ist, aber ich nehme jetzt die Landstraße und hoffe auf wenig Verkehr. Ich habe jetzt noch 10 Kilometer bis zum Camp. Bin mal gespannt, wie das Trekkingcamp so aussieht. Und ich bin vor allem gespannt, ob ich mein Zelt noch aufgebaut bekomme. Ich habe das tatsächlich das letzte Mal vor 5 Jahren aufgebaut. Meiner allerersten Radreise im Altmühltal. Wird schon irgendwie klappen. Der Zeltaufbau war tatsächlich kein großes Problem. Aber das ist dann auch schon fast alles, was es über das Camp Positives zu berichten gibt. 12 € habe ich für eine nasse, ungemähte Wiese bezahlt. Das heißt, wenn man alleine reist, so wie ich, kann man eigentlich schon direkt auf den Campingplatz gehen. Stornierung bis 28 Tage vorher möglich. Also null Flexibilität. Die in der Mail versprochene Quelle mit Wasser vorhanden, aber ohne Wasser. Immerhin gibt es eine Toilette und eine Feuerstelle mit Brennholz auch. Aber ohne Wasser hilft das beim Kochen auch nicht wirklich weiter. Ich habe für die nächste Nacht eigentlich nochmal ein Trekkingcamp gebucht, aber da werde ich mir gut überlegen, ob ich mir die Erfahrung nochmal gebe. Wenn es eine gute Schutzhütte in der Gegend gibt, dann werde ich die auf jeden Fall vorziehen. Naja, mich spricht das Konzept nicht so an. Hoffen wir einfach mal, dass das ein Einzelfall war. Für mich geht es jetzt aber weiter. Heute stehen immerhin noch 2 Gipfel auf dem Programm. Der Belchen und der Schau ins Land. Es ist wunderschön hier. Und klasse Wetter habe ich auch. Ich habe heute auch sogar nur 65 Kilometer zu fahren, aber Höhenmeter ohne Ende und egal wo man hinguckt, hier sind die Hügel, sehr steile Hügel. Es schlaucht echt. Ich bin richtig kaputt. Der Anstieg zum Belchen hat begonnen. 800 Höhenmeter am Stück geht es jetzt hoch. Aussicht. Bin gleich geschafft. Ich sehe schon das Gipfelkreuz.
Tatsächlich ist auf den letzten Metern zum Gipfel Radfahren verboten, aber ehrlich gesagt war ich auch froh, dass ich nicht mehr treppeln musste. Die Aussicht vom Bällchen ist unglaublich schön, da vergisst man sofort die ganze Anstrengung. Und ich bin wieder einmal mehr als begeistert, wie schön es direkt vor der Haustüre ist. Nach einem leckeren Wurstsalat auf der Hütte geht es dann aber auch weiter in Richtung Schauinsland, dem nächsten Gipfel. Ja, und leider gibt es keine Brücken von Gipfel zu Gipfel. Das heißt, nach kurzer Abfahrt vom Bällchen geht's erstmal wieder schön durch die Hügellandschaft. Aber ganz ehrlich, bei diesem Panorama, da sind die Höhenmeter nur halb so schlimm. Einfach nur herrlich. Der Südschwarzwald ist richtig toll. Ich bin echt begeistert von der Landschaft. Muss alles hart erarbeitet werden, aber es lohnt sich. Richtig bitter. Da kämpft man sich den steilen Berg hoch bis auf den Schauinslandturm. Ich will die Aussicht genießen, ist der Turm gesperrt. Aber so ist halt. Man sieht zumindest so auch ein bisschen was von der Aussicht. Beim Gipfelturm habe ich Pech. Dafür finde ich eine umso schönere Hütte zum Übernachten. Da muss ich nicht zweimal überlegen, ob ich auf dem Trekkingcamp oder in der Hütte übernachten werde. Ist einfach so viel besser in der Hütte, gefällt mir besser. Man muss kein Zelt aufbauen, es wird nichts nass, man hat mehr Platz, bessere Luft. Einfach top. Geilste Spaghetti, Pesto und ordentlich Käse. Heute gibt es sogar doppelte Portionen, weil es gestern ausgefallen ist. Guten Morgen zusammen. Ich habe richtig gut geschlafen. Heute war eine feine Sache. Ich habe jetzt noch so knapp 20 Kilometer bis zu meinem Ziel Freiburg. Und ich habe mich entschieden, nochmal 100 Höhenmeter zum Schauenland hochzufahren. Weil von hier aus könnte ich sonst nur zur Schotterwegle runterfahren. Und beim Schauenland kann ich eine große Talabfahrt machen auf Asphalt. Ich glaube, das macht mehr Spaß. Ich würde sagen, alles richtig gemacht. Die Abfahrt ist der Hammer. Hammergeile Abfahrt. Ich bin noch nie in meinem Leben so lang bergunter runtergefahren. Richtig geil. Und so geht meine Bikepacking-Tour durch den Schwarzwald zu Ende. War eine richtig tolle Tour hier im Schwarzwald. Ich bin wirklich froh, endlich mal durch den Schwarzwald geradelt zu sein. Vor allem der Südschwarzwald ist landschaftlich einfach wunderschön. Ich hatte Zeit für mich, habe die Ruhe und die Natur genossen. Und ja, ein echtes Bikepacking-Abenteuer kann man wirklich direkt vor der Haustür erleben. Auch wenn die Landschaft vielleicht nicht immer so spektakulär ist wie im Schwarzwald, bin ich mir sicher, dass man überall ein Abenteuer erleben kann. Und jetzt muss ich nur noch ein kleines Souvenir für meine Verlobte Debbie finden. Ja, und meine Verlobte, die Debbie, die ist richtig klasse. Die sagt, ich kann so viel in Urlaub gehen, so viel Radfahren, wie ich will. Ich muss ihr nur immer was mitbringen. Und das habe ich gemacht, habe ja auf dem Markt was Leckeres gefunden, da wird sie sich freuen.